So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück zur Folge 4 hier bei Star Citizen. Genau, wir haben in der letzten Folge uns die Hull A gekauft, gemietet, nicht gekauft, und sind jetzt auf unserer Raffineriestation. Und heute würden wir einfach mal unsere ganze Fracht da hinten in das Schiff laden, beziehungsweise an das Schiff, weil es wird nicht hineingeladen, sondern außen angebracht. Genau. Und da würde ich sagen, wir fackeln gar nicht lange, wir legen direkt los. Ähm, Ganz wichtig, damit wir das alles verladen können, brauchen wir das Multitool. Das gibt es eigentlich fast in jeder Station oder in jeder Stadt zu kaufen, in diesen Mining-Shops. Und genau. Und dafür gibt es ein spezielles Attachment, was man nutzen muss. Und da gibt es hier diesen Tractor Beam Attachment und das müssen wir einmal hier dran bringen. Genau. Dann tauscht er das aus. Hier war jetzt gerade das Mining Attachment drin und ja, jetzt haben wir den Tractor Beam. So, und damit können wir diese Kisten anheben. Was wir jetzt auch machen. Genau. So, wir fangen einfach mal hier drüben an. Ja, das Ganze ist tatsächlich richtige Handarbeit hier. Zum Glück ja, geht es relativ zügig. Man kann die hier einfach dann so, man sieht dann hier schon, wie die angebracht werden. Und wir nehmen erstmal hier die ganzen großen Kisten. Und pappen die hier so dran. Ich habe noch nicht ganz rausgefunden, ob die Aufteilung der Kisten an dem Schiff eine Rolle spielen. Also gewichtstechnisch. Also eine Kiste jetzt, die ich hier habe, die wiegt 5 Tonnen. Ja, also wir haben jetzt hier 20 Tonnen auf der Seite. Ich weiß jetzt nicht, ob die Verteilung die Flugfähigkeit des Schiffs beeinträchtigt. Ob es dann irgendwann kippt, weiß ich nicht. Aber ich habe festgestellt beim Beladen oder Entladen vor allem, dass damit man die Kisten wieder abkriegt, muss man ja einen gewissen ja, mit dem Tractor Beam quasi daran ziehen. Ja, und dann kann es passieren, dass das Schiff anfängt zu schaukeln. Was ja darauf hinweist, dass das Schiff reagiert auf Gewicht. Okay, die kriege ich gerade hier nicht raus. Dann würde ich mal erstmal hier die kleinen nehmen. Die pappen wir hier dran. Also ich würde jetzt erstmal 2 Reihen machen auf der Seite. Und die anderen, den Rest auf der anderen Seite. Genau. Ja. Wie gesagt, wir fliegen nach Area 18. Jetzt muss ich gerade gucken, wie kann ich die denn rotate? Ah, okay. Wir fliegen nach Area 18. Das ist jetzt nicht der beste Verkaufsposten für die Ware, die wir haben. Aber rein von der Entfernung und auch
Also sozusagen Profit, ups, Profit pro Stunde derzeit gerade am besten, weil die anderen Stationen sind entweder weiter weg oder wir müssten relativ lange suchen, bis ich dann den entsprechenden also diese Trading Division Development Einrichtung finde. Und ja, um das zu verkürzen, nehmen wir das. Es ist auch vom Profit her absolut okay. Ein paar tausend weniger, aber das ist, denke ich, in Ordnung. So. Das machen wir da oben hin. Ist ein bisschen wie Tetris. Und ja, hat schon was von so einem Minigame. Ja, genau. So. Ja, das kann sich natürlich auch ein bisschen ziehen, wenn man mehr Fracht hat, als wir jetzt hier verladen. Also wir sind jetzt hier bei 55 SCU, die wir hier verladen. 64 würden gehen, maximal. Aber da ist es dann, glaube ich, sinnvoll, wenn man sich noch eine helfende Hand mit dazu holt. Wie ich schon gesagt habe, hatte ich über 200 SCU verladen gehabt in die Starlancer Max mit einem Kumpel zusammen. Und das hat auch gut, ja, also wir waren mit Beladen und Entladen gut 2 Stunden beschäftigt. Also wir haben den Frachtaufzug ja, mehrmals quasi hoch und runter fahren lassen. Einfach auch um es zu sortieren. Na, bei der Menge muss man dann gucken, dass man es vielleicht doch an unterschiedlichen Handelsplätzen verkauft, um den besten Profit rauszuschlagen. Ja. Zwischenzeitlich hatten wir dann das Schiff gedreht, weil da auch mit links und rechts die Cargo, das Cargo angebracht oder reingebracht werden musste. Und das habe ich jetzt hier nicht gemacht. Ich laufe ringsherum. Jetzt haben wir hier so eine komische... Kriegen wir das gedreht? Irgendwie. Ah ja. Ja, genau. Perfekt. So will ich das. Ja. Jetzt können wir die große Kiste noch nehmen. Ich bin gespannt, was wir hier jetzt an Profit rausschlagen. Ich habe es ehrlich gesagt noch gar nicht genau ausgerechnet. Ich lasse mich einfach mal überraschen. Und ja, wir werden sehen. Wir werden sehen. So, die letzten 3 Kisten. Ja. Aber ihr seht, es ist schon mit einem gewissen Aufwand verbunden. Also das Mining an sich ist ja schon aufwendig, je nach Schiffsgröße oder Spieleranzahl, oder Spieleranzahl. Aber ja, letztendlich muss man hier tatsächlich ein bisschen Zeit mitbringen. So, unsere letzte Kiste. Kriege ich die von hier schon? Ja, genau. Das ist das Schöne an dem
Tractor Beam hier. Man kann es recht weit weg schon verwenden. Es gibt auch noch diesen einen, so eine Art Mac, den man sich holen kann, in dem man dann einsteigen kann und der dann vermutlich mehr als eine Kiste transportieren kann. Ja, das habe ich aber noch nicht ausprobiert. Das könnte man mal machen, wenn dann größere Frachten anstehen. So, da haben wir sie bestückt, die gute. Und dann würde ich sagen, geht's auf nach Area 18. Und ja. Und ihr seht auch hier, ich glaube, hier kann man noch rein. Hier kann man doch noch ein Stück nach hinten. Ja, aber hier ist Schluss. Ja. Da geht's nicht weiter. Da ist dann dahinter dann die Spindel. Ja, und wer halt hier den kleinen Hunger hat, der kann sich hier dann einfach einen Keks nehmen. Oder das Ganze noch schön scharf würzen. Ja, oder mit Senf. Alles da. Hier fehlt es an nichts. Ja, sogar ein Fernseher im Bett. Soll ja gar nicht so gesund sein. Aber na gut. Okay, dann fliegen wir los. Genau. Area 18 kenne ich mich ein bisschen aus. Das heißt, wir müssen gar nicht lange suchen, um den richtigen Platz zu finden, dann um das zu verkaufen. Was wir allerdings machen müssen oder sollten, ist die Fracht auch wieder auszuladen. Weil, also man kann auch mit dem Schiff so reinfliegen und dann direkt zu diesem Handelspanel gehen. Aber da muss man Gebühren für diesen Autoload bezahlen. Also dass sie das dann quasi automatisch entladen wird. Und da wir ja sowieso schon ein bisschen Einbußen haben durch die da wir das jetzt alles nach Area 18 bringen, dann haben wir ja schon ein paar Tausend, die uns verloren gehen. Ansonsten müssten wir jetzt so viele Einzelstationen anfliegen. Das würde den Rahmen sprengen. Aber wenn ihr selber das macht, dann könnt ihr das natürlich gerne tun, um den höchstmöglichen Gewinn auszuschöpfen. Genau. Ich würde euch dann auch nochmal die Tools, die ich verwende, für dieses Trading-Gedöns. Jetzt muss ich mal gucken. Nicht, dass wir hier anstoßen. Nee. Die würde ich euch unten nochmal reinschreiben in die Beschreibung. Und jo. Aber sieht schon nice aus, oder? Es sieht schon nice aus. Ja, nicht ganz voll, aber ja. Zack und zack. Wird schon einiges bringen an Profit. So. Genau. Aber letztendlich geht es ja nicht nur um den Profit. Es soll ja auch ein bisschen Spaß machen. Und daher ist mal ganz wichtig, da eine gewisse Balance zu halten, finde ich jedenfalls. Denn wenn es dann in Arbeit ausartet, sozusagen, es ist immerhin noch ein Spiel und von daher, ja.
das Wichtigste. Der Spaß, aus meiner Sicht. So, ich bin so gespannt, was wir da jetzt an Geld rauskriegen. Bin gespannt, bin gespannt. Ja, was natürlich auch noch mitschwingt, wir sind hier letztendlich in einer Open PvP World. Das heißt, theoretisch könnte uns jemand abschießen. Oder unser Schiff kentern und die Ware stehlen. Inwieweit das Ganze schon so funktioniert, weiß ich nicht. Aber, hier merkt man es dann, sie schwingt dann richtig nach hier. Ne? Also sie ist schon schwerfälliger in der Navigation. Ja, wie gesagt, es ist PvP, also immer ein bisschen aufpassen, wo ihr hinfliegt. Ich könnte mir gut vorstellen, mit so einem Schiff, je nachdem, was man geladen hat, ich weiß nicht, ob man es von außen dann sieht, was die Container drin haben. Da immer schön aufpassen, wo man hinfliegt. Pyro würde ich jetzt auch mal hinfliegen wollen mit Fracht, weil da gibt es am meisten Geld. Aber ich vermute mal, es gibt nur deswegen am meisten Geld, weil es dort auch am gefährlichsten ist. Sonst wäre der Reiz ja nicht da. Ja. Genau. So, müssen wir bloß aufpassen, dass wir rechtzeitig bremsen. Hier in Area 18 finde ich es immer schön, man sieht direkt, wo sind die Hangars. Die sind dort. Sieht aus wie ein Flughafen. Und Lorville, es tut mir leid, aber Lorville ist überhaupt nicht meine Stadt, in der ich mich da wohlfühle. Und ja, das ist mir dort zu verwinkelt. So. Gut. Gucken, wann wir hier die Landeerlaubnis einholen können. Ja, und hier fliegen halt auch immer einzelne Schiffe rum, die potenziell uns angreifen können. Ja. Deswegen macht rechtzeitig den Quantum Drive aus, damit die Schilde hochgefahren werden. So, jetzt müssten wir eigentlich bald den Kontakt kriegen. Da ist er. Und dann, ja, es könnte natürlich sein, dass wir schon doch noch zu weit weg sind. Wir sind sogar in einer Warteschlange. Ist halt einer der Hauptplätze hier, Haupthandelsplätze mit, denke ich. Ich fliege trotzdem mal schon ein Stück näher ran. Irgendwo wird dann unser Hangar aufgezeigt. Noch sehe ich nichts. Meistens da hinten so, würde ich jetzt mal schätzen. Oder so irgendwie hier so an der Seite. Also die Small Hangars sind meistens hier so. Oh, ich bremse jetzt mal. Also ich sehe es noch nicht. Muss ich nochmal? Oder habe ich es gerade irgendwie übersehen? Ich gucke mal hier drüben. Ist hier noch was? Nee, da ist nichts. Es muss theoretisch hier sein. Na komm. Lass uns jetzt hier nicht stehen.
Da haben wir wieder eine Warteschlange. Was sind das? 100 Sekunden oder 100 Millionen Sekunden? 100 Sekunden würde ich mal schätzen. Also etwas über 1,5 Minuten. Aber auch schön zu beobachten, wie hier die einzelnen Schiffe starten. Sehr, sehr schön. Da fliegt schon irgendwie eine Constellation, so wie das aussieht, raus. So, jetzt komm, jetzt gib mir einen Hangar. Gibt's doch nicht. Jetzt. Das ist sehr nett. So, die Frage ist, wo ist der Hangar? Der ist hier drüben. So, muss gucken, dass wir nicht zu schnell reinkommen. Ja, das war ein bisschen knapp. Das habe ich schon gesehen. So, wir fahren mal die Landeklappen aus, damit wir hier etwas sanfter. Warning, was? Wovor will er uns warnen? So, ich hoffe, der Hangar bleibt offen. Ein bisschen nach unten. Ein bisschen nach rechts, links. So. Und jetzt müssen wir bloß noch rein. Ich weiß auch gar nicht, ob der Hangar dann auch zugeht, wenn man schon in einer gewissen Zone oder in einem gewissen Bereich der Türen ist. Was für ein Request? Okay. Ein Stück. Ich weiß gar nicht, wie stehen wir denn jetzt da? Ein Stück noch nach vorne. So. Und zack. Sehr schön. Wir sind gelandet. Jetzt kann uns erstmal nichts mehr passieren. Die Hangartüren sind zu. Ja. Und steigen wir hier aus. Ja, das war jetzt natürlich nicht so clever. Ging die Tür wieder zu und die Leiter war draußen. Ja. Okay. Wo haben wir den Frachthangar da? Genau. So. Dann holen wir mal den Aufzug. Und dann können wir das Ganze jetzt hier einladen. Ich muss sagen, die Lösung, das Ganze außen anzupappen am Schiff, finde ich gar nicht so schlecht. Bei der Starlancer Max ist es nicht so, da muss man es quasi reinbringen. Da lassen sich die Cargo Bays seitlich ausklappen. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass das, um es optimal zu nutzen, also wirklich jeden Platz in der Starlancer Max da zu nutzen,
ist es schon ein ganz schönes Gefrickel. Also das richtig da reinzukriegen. Weil da teilweise sind auch irgendwelche äh, na, Schiffsteile dann im Weg, die einfach das blockieren. Entweder muss man es dann in einer gewissen Reihenfolge einschichten, aber es sind dann halt irgendwelche Hydraulikstangen da, die nicht richtig oder an einer Stelle platziert sind, wo man dann einfach nicht mehr rankommt, um den Container dann da zu platzieren. Müsst ihr euch mal angucken, guckt euch mal die Starlancer Max an, wenn ihr die Möglichkeit habt, mal reinzugehen. Ja, das ist schon dann spannend, das Ganze da einzuladen. Ich würde das hier noch ein bisschen rüberschieben. Ja. Genau. Das ist jetzt einer der kleineren Aufzüge. Da steht auch sogar dran, wie viel Cargo reinpasst. Also 120 SCU. Wenn ihr in einen großen Hangar fliegt, dann kriegt ihr auch einen entsprechend großen Frachtaufzug. Ja. Genau. Außerdem sollte man aufpassen mit den Kisten. Oh. Wenn man die zum Beispiel zu schnell zu sich zieht, passiert das. Ach nee, jetzt geht's. Ja, manchmal, wenn man es zu schnell macht, dann... Ah, jetzt geht's. Okay. Wenn man es zu schnell manchmal macht, dann kriegt man die Kiste ab und fliegt halt ja, nach hinten weg. So. Geht hier noch was weiter hinter? Nee. Dann hier. So, da haben wir noch eine Kiste. Na, komm her. Das Schöne ist dann hier, man muss jetzt nicht die Kiste noch drehen. Die ist dann schon so vorgesehen, dass sie richtig einklickt. Genau. Und zack, zack. Wenn man eine Kiste hat, kann man leider nicht rennen oder sprinten. Ja, es ist jetzt ja eigentlich auch total egal, wie man die Kisten stapelt. Ja, man kann sie hier auch in einem Turm bauen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Letztendlich ist es wichtig, dass sie im Frachtcontainer drin sind. Ja, das Rennen geht leider nicht. Ich mache mal hier unten noch eine Reihe hin, damit wir dann die großen Kisten noch drauf kriegen. Zack. Ja. Zack. Ja. Also ihr könnt euch das natürlich auch alles sparen und könnt den Autoload verwenden. Das seht ihr dann, wenn wir dann in diesem Trading Development Division Panel stehen. Da seht ihr dann, dass man da auch sagen kann, ja nö, hier nehmen wir mein Schiff als Quelle für den Verkauf und dann muss man irgendwas, ich weiß nicht wie viel, 1000, aber eine Gebühr zahlen, die das dann, also wo man automatisch dann die Fracht entlädt. Ja, dann hat man den Arbeitsaufwand nicht. Aber ich wollte euch das trotzdem mal zeigen, damit ihr mal die Gänze des Aufwands seht. Und ihr abschätzen könnt, ja, nee, das ist überhaupt nichts für mich. Ah, ihr habt es gesehen, jetzt hat das ganze Schiff gewackelt.
Das war jetzt noch harmlos. Beim letzten Mal habe ich gedacht, jetzt kippt sie um. Jetzt kippt sie um. Erfahrungsgemäß habt ihr auch auf jeden Fall einen enormen Geschwindigkeitsvorteil, wenn ihr das zu zweit macht. Weil dann kann einer hier stehen und schmeißt die Kisten dann einfach darüber und der nächste lädt sie auf. Das geht sehr zügig. Und ist nur zu empfehlen. Ja, also wir haben jetzt hier nicht viele Kisten gehabt. Also es waren jetzt 2 Reihen mit jeweils 20. Ich würde mal schätzen, so wie viele Kisten sind das? 30, 40? Naja, und kriege ich die hier rein? Naja, ich lasse einfach so stehen. Ja, so 30, 40 Kisten werden das schon sein. Und ihr seht ja, oh, dauert schon. Oh. Also wer Spaß daran hat, klar. Jeder wie er mag. Die kriege ich hier gar nicht rein. Dann tun wir die. Ah, das ist eine große. Nee, das ist eine schmale. Tun wir hier hin. So, und da haben wir die letzte Kiste. Endlich. Die würde ich jetzt oben draufstellen. Ja, zack. So, und da haben wir das Schiff entladen. Dann können wir das Ganze hier jetzt runter fahren. So, zack. Genau. So, und dann gehen wir mal zum Verkauf über, würde ich sagen. Die können wir jetzt hier storen. Genau, wo ist er? Nee. Da muss man nochmal drücken. Na, jetzt. Und zack. Ja, willkommen in Area 18, nicht Arcorp, Area 18. Auch eine sehr schöne Stadt, muss ich sagen. Und noch relativ übersichtlich. Auf jeden Fall besser als Lorville. Genau. Zack. Ja, hier drüben kann man übrigens auch Schiffe mieten. Und gibt es eigentlich in fast jedem Spaceport, dass man sich da die Schiffe auch mieten kann. So, als erstes müssen wir jetzt hier aber zum Transitsystem. Und wir wollen zum Arcorp Plaza. Schaffen wir das? 5 Sekunden? Ja. Ja, noch rechtzeitig geschafft. Wir können uns hier auch mal hinsetzen. Oh.
Ja, also es ist auch so, dass die einzelnen Städte wie Lorville, Area 18, Orison, das sind jetzt die, die mir gerade einfallen. Es gibt, glaube ich, noch eins, eine größere Stadt. Ähm, das lohnt sich auch, die sich einfach mal anzugucken. Also einfach mal die zu erkunden und ja, sich das mal auf sich wirken zu lassen. Genau, das ist dann schon mal einen Blick wert. So, jetzt kommen wir hier zum ArcCorp Plaza und ob ihr richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht oder hier diese Kugel in der Mitte ist. Denn hier direkt rechts daneben ist das Trade Development Division. Und das ist unser Stichwort, weil dort bekommen wir jetzt endlich unsere Kohle, die Kohlen. Und zwar sind die Panels hier drüben. Hier oben sieht man auch nochmal die, was war das? Die verschiedenen Rohstoffe, die hier mit ihren entsprechenden Kursen angegeben sind. Ich bin nicht sicher, ob das jetzt hier Echtzeitkurse sind vom Markt, aber es würde mich nicht überraschen, wenn es so ist. Genau. Ja. So, dann gucken wir mal hier rein. Und wir schauen mal, was wir denn bekommen. So, Area 18. Und hier sehen wir jetzt die einzelnen SCUs. So, und dann kann man ja einfach auf Max gehen. Hier wird man jetzt 100.000 kriegen für das Containium. Und genau, hier hat man noch die Loading Time, also haben wir jetzt manuell stehen. Wenn ihr das vom Schiff aus verkauft, steht dann hier Autoload. Und da könnt ihr das anhaken und dann wird das entladen für euch. Und das kostet dann halt ein paar tausend noch extra, ja, die dann hier abgezogen werden. Genau. So. Aber wir lassen das so. Wir haben das ja jetzt auch schon entladen. So, was kriegen wir für Gold? 183.000. Nicht schlecht, nicht schlecht. Waren immerhin 30 SCU. Fast. Sehr schön. Mal sehen. Ja. Bexalit, ja, wie ich gesagt habe, ne, für 10 SCU 66k. Ist in Ordnung. Ist völlig in Ordnung. Was kriegen wir für Taranit? Ja. 10 wären 97k gewesen. Also, ja, das passt. Ja, da würde ich sagen, das war doch eine ganz gute Ausbeute. 1,3 Millionen haben wir jetzt. Wir hatten vorher 800, was hatten wir vorher? Jetzt muss ich überlegen. 866.000 hatten wir vorher. Und jetzt haben wir 1,3. Also wir haben jetzt rund 450.000 Alpha UECs verdient. Man muss allerdings sagen, kann ich mich hierher setzen?
Man muss allerdings sagen, dass die ganzen Frachtcontainer oder die Erze, die da jetzt mit dabei waren, nicht alle jetzt in den letzten beiden Folgen jetzt mitgekommen sind. Also ich hatte ja vorher schon gesammelt. Ja, also das nochmal so als kleiner Hinweis. Für die 2 Mining-Touren, die wir gemacht haben, hätten wir jetzt keine 450.000 gekriegt. Ja, das wären jetzt vielleicht so, ja, 150 bis 200.000 gewesen vielleicht. Ja, aber mehr nicht. Genau. So, ja, dann würde ich sagen, das war's erstmal für diese Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann gerne einen Daumen hoch. Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Und ja, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.